Christoph, es ist sehr interessant, dass die Ukraine jetzt also offenbar tatsächlich auch mehr und mehr in den Fokus von Donald Trump gerät. Also was den möglichen Friedensplan angeht, darüber ist im Moment keine Rede. Aber auf jeden Fall hat die Ukraine nächste Woche oder in den nächsten 2 Wochen einen hohen Besuch zu erwarten aus den Vereinigten Staaten. Wer ist das und welche Hoffnungen werden damit verbunden? Also es gibt hier in Kiew das Gerücht, dass Keith Kellogg kommen soll, der Sondergesandte des US-Präsidenten für die Ukraine und für Russland. Und natürlich setzt man mit so einem Besuch auch Hoffnungen in Verbindung, mehr zu erfahren über einen möglichen Friedensplan der Amerikaner. Es gibt aber auch Befürchtungen in Bezug auf diesen Besuch von Keith Kellogg, denn er hat unlängst gefordert, dass in der Ukraine Präsidentschaftswahlen stattfinden sollen, am besten noch dieses Jahr. Und damit stößt er in das gleiche Horn wie die Russen. Folgende Lage: In der Ukraine hätten im März 2024 Präsidentschaftswahlen stattfinden sollen. Die hat man bis auf Weiteres verschoben, legitim, weil in der Ukraine Kriegsrecht herrscht. Und jetzt fordern die Amerikaner und die Russen, dass das nachgeholt wird, so bald wie möglich. Und das ist in den Augen vieler Leute hier in der Ukraine, vieler Politiker alarmierend. Es gibt sogar Stimmen hier, Männer, die den ukrainischen Medien Interviews gegeben haben, ohne namentlich genannt werden zu wollen, die befürchten, dass sich die Russen und die Amerikaner arrangieren, dass über das Schicksal der Ukraine hinter dem Rücken der Ukraine gesprochen wird. Wieder andere sagen, es könnte gut sein, dass die USA versuchen, über die Wahlen Selenskyj loszuwerden, denn der gilt als schwer lenkbar, widerspenstig und stur. Also Keith Kellogg hat in der Ukraine nicht nur Freunde. Christoph, du wirst das Ganze für uns weiter intensiv beobachten. Natürlich auch die aktuelle Kriegslage an Tag 1077 des Ukraine-Krieges. Danke für den Moment nach Kiew.